Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe befassen wir uns mit dem Altern von Dachflächen am Beispiel des Altstadtblocks von Faller. Das abgebildete Dach ist mit großen 50 x 25 cm großen Dachplatten gedeckt, die für Schieferdeckung vermutlich zu groß sind. Ein weiteres Indiz ist die Gaube, die offensichtlich mit verlöteten Blechen gedeckt ist. Wir haben es hier also mit einer Deckung aus Zink, Blei oder Kupferblechen zu tun. Vor dem Lackieren des Gebäudes steht die Planung. Wir prüfen hier, welche Fassadenfarbe am besten zu der Fassadenfarbe des Nachbarhauses passt. Anschließend wählen wir von den in Frage kommenden Brauntönen denjenigen aus, der am besten zu einem Kupferdach passt. Inzwischen haben wir die Fassade Vallejo Schlammbraun lackiert und das Dach ist neutralgrau untermalt, um die Patina aufzunehmen. Als Grundfarbe der Patina verwenden wir Türkisgrün von Amsterdam Acrylics. Dieser Farbton ist für unsere Zwecke allerdings viel zu satt, deswegen muss die Farbe gebrochen werden. Wir fügen 2 Teilen Türkisgrün, einen Teil neutralgrau hinzu, um die Farbe zu brechen. Damit die gebrochene Patina nicht zu dunkel wird, fügen wir der Mischung noch einen Teil Zinkweiß hinzu. Zinkweiß, im Gegensatz zu Titanweiß, ist eine lasierende Farbe. Sie hält unsere Mischung auf, ohne den Farbton zu verschieben. Die Farben werden jetzt gründlich gemischt, bevor wir mit dem Patinieren beginnen können. Zum Auftragen der Patina verwenden wir einen sauberen, trockenen Pinsel, der nur ganz leicht in die Farbe getaucht und dann an einem Stück Holz oder Pappe gründlich ausgebürstet wird, bis nur noch trockenes Pigment im Pinsel enthalten ist. Wenn wir mit diesem trockenen Pinsel vorsichtig über die Dachfläche bürsten, bleibt nur an den erhabenen Flächen und an den Kanten der Dachplatten etwas Pigment hängen. Der Farbauftrag darf möglichst streifig oder fleckig sein, weil ein Kupferdach nicht an allen Stellen gleichmäßig oxidiert. Es ist wichtig, mit dem Trockenbürsten aufzuhören, bevor das Dach zu einheitlich grün wird. Es lohnt sich auch, die Kupferpatina mit Titanweiß noch einmal stark aufzuhellen und dann mit diesem Farbton einige Lichter auf dem Dach zu setzen, einfach um dem Dach noch mehr Tiefe zu verleihen. Die umgebörtelten Bleche an den Dachkanten sind mit der gleichen Patina zu behandeln,
damit alles schön ineinander übergeht. Ja, und so interessant kann ein Metalldach aussehen, wenn wir ein bisschen Zeit investieren und den unnatürlichen Plastikglanz durch eine Kupferpatina ersetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht auf Wiedersehen beim nächsten Tutorial.